Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen heute zu einer wunderschönen Panoramawanderung mit eigentlich wundervoller Fernsicht. Ja, warum eigentlich? Ihr seht ja, heute ist es doch ziemlich trübe und diesig. Das geht noch viel besser und trotzdem ist diese Tour wunderschön. Ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen und so wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. In schönster Idylle wollen wir heute früh starten, nämlich in Wildenfels, welche man die Stadt der Rose nennt und wir bereits bei einem früheren Ausflug besucht haben. Ihr erinnert euch? Auf dem Weg im Wildenfelser Zwischengebirge war der Parkplatz der Parkschenke beim Schlossdeich bereits unser Ausgangspunkt. Wer die damals empfohlene Rundtour im Zwischengebirge ausprobiert hat, dem werden die ersten Bilder, wie zum Beispiel das sehr schöne Umgebindehaus vom Wildenfelser Heimatverein, sehr bekannt vorkommen. Was damals der Rückweg war, ist heute unser Beginn. Deshalb zunächst den Fußweg hoch in Richtung Schloss. Allerdings biegen wir heute bereits auf der Hälfte des Anstiegs nach links ab. Nur leider ist es heute, wie ihr seht, ziemlich trübe. Mit etwas mehr Glück kann man jedoch die ersten schönen Blicke hinunter auf Wildenfels oder das gegenüberliegende Hertensdorf erhalten. Oben an der Schulstraße angekommen, wenden wir uns für wenige Meter nach rechts, bekommen einen wunderschönen Blick auf die Kirche geboten. Ergötzt und versenkt euch aber bitte nicht allzu sehr in diesen schönen Anblick. Es könnte sonst passieren, ihr verpasst links den schmalen Durchgang, welchen wir in Richtung Friedhof folgen müssen. Zum Glück nur Richtung Friedhof. Ich finde, der kann noch auf uns eine ganze Weile warten. Deshalb gehen wir auf dem schmalen, ein wenig unscheinbaren Pfad links daran vorbei. Oben angekommen entdecken wir eine alte grüne Markierung und umrunden sozusagen zur Hälfte unsere perspektivische Heimstätte und können uns an weiteren schönen Bildern erfreuen. Die Frage aller Fragen, ob die schönen Pferdchen lieber mit uns spazieren oder sich einfach nur den Bauch vollschlagen wollen. Mir haben sie es leider nicht verraten. Somit gehen wir eben alleine die idyllische Berggasse abwärts mit ihren immer neuen und schönen Aussichten. Folgen immer noch der grünen Markierung und stoßen unten auf die Lindenstraße, welche wir aber nach wenigen Schritten, vergesst nicht, noch einen kleinen Blick auf dieses Kleinod an der Hauswand zu werfen, bereits wieder verlassen können, nämlich rechts den Feldweg hoch. Über die Thematik Wildenfelser Zwischengebirge haben wir uns, wie bereits angesprochen, im letzten Film unterhalten. Also spare ich es mir hier an dieser Stelle weitere Erklärungen abzugeben und habe mich an den schönen Ausblicken erfreut, welche hoffentlich auch eurem Gemüt gut tun werden. An der Wildenfelser Straße angekommen, müsst ihr keinen Schreck bekommen. Zum einen ist diese wenig befahren, zum anderen gehen wir nur wenige Schritte, wobei wir nicht versäumen sollten, uns erneut umzuschauen, ehe wir bereits hinter diesem Gebäude abbiegen und die Straße schon wieder verlassen können. Vorbei an Häslichs und Schleiers Steinbruch führt uns unser Weg. Vorsicht ist, wie zu lesen, zwar geboten, aber der Anblick dennoch schön und lohnenswert. Was den Müll anbelangt, bin ich mir sicher, für uns als Natur- und Wanderfreunde gilt das zum Glück nicht. Wir nehmen unseren Müll beispielsweise vom Picknick ja wieder mit nach Hause. Und sag's selbst, verspricht es langsam aber sicher ein Traumwetterchen zu werden? Hoffentlich überlegt es sich Petrus unterwegs nicht noch einmal anders. An der nächsten Feldwegskreuzung biegen wir in den linken ab, übrigens jetzt mit rotem Strich markiert, und können diesem ganz entspannt folgen und die wunderbaren Motive, welche uns geboten werden, genießen. Den Ochsenkopf lassen wir jedoch rechts liegen.
An der Waldstraße angekommen, treffen wir auf diese kleine, schöne Häusergruppe und siehe, was wären Deutsche ohne ihre klugen Schilder? Ich bin ganz gerührt. Dafür gibt es auch von hier weitere schöne Möglichkeiten, um zusätzliche Wanderungen zu kreieren oder variieren. Wir genießen noch den schönen Ausblick. Übrigens liegt hinter dem Höhenzug Reinsdorf. Ihr erinnert euch ganz gewiss an das Gipfelkreuz und das Bergbaumuseum. Habt ihr euch satt gesehen am Anblick, folgen wir weiter der Markierung Hartenstein. Zwar nicht über Stock und Stein, aber zwischen Wald und Feld. Es sollen zwar viele Wege nach Rom führen, aber nach Hartenstein offensichtlich ebenso. Ich habe mich entschieden, den Bogen in Richtung Bahnhof Hartenstein bzw. Burgstein zu schlagen. Also rechts weiterhin auf der roten Markierung abwärts durch den Wald. Wie oben auf dem Feld festgestellt, das Sprichwort sollte geändert werden. Viele Wege führen nach Hartenstein. Wir bleiben aber auf der roten Markierung mehr oder weniger geradeaus den schönen Mischwald genießend. Ihr erkennt das gemütliche Anwesen rechts halb im Wald versteckt. Theoretisch gäbe es mit dem Rehbockweg eine weitere Variante nach Hartenstein abzubiegen, aber auch diesen habe ich buchstäblich links liegen gelassen. Stattdessen gehen wir weiter, entspannt durch Wald und Feld und schließlich liegen die ersten Häuser von unserem nächsten Zwischenziel Hartenstein sozusagen uns zu Füßen. Wie ihr sehen könnt, erfreuen uns diese schönen Anblicke des historischen Örtchens und die Devise lautet nichts wie runter. Theoretisch gäbe es auch die Möglichkeit, auf den grün markierten Weg über Wiesenburg zurückzugehen, aber unsere Pläne sind ja anders und diese Route heben wir uns für später auf. Über die Eichleide kommen wir der Zivilisation nicht nur näher. Wer genau hinschaut, dem zeigen sich bereits die Burg Stein und der markante Bahnhof. Wem die Tour zu lang ist oder wer keine Lust auf Hartenstein hat, dem eröffnen sich auch hier Alternativen. Nämlich links nach oben direkt nach Tschogen zur ausgesprochen interessanten Kirche. Wer unten der Eichleide jedoch weiterfolgt, bekommt beispielsweise einen interessanten Blick auf den früheren Bahnhof, welcher zum Glück wenigstens als Haltepunkt noch in Betrieb ist, beziehungsweise das Schloss Steingeboten. Schließlich erreichen wir die Bahnhofs- bzw. Talstraße, welche wir überqueren. Theoretisch könnten wir hier auch die Bahnhofsstraße nach oben gehen, aber die ist mir zu laut und zu stark befahren. Ergo überqueren wir, wie gesagt, selbige, um auf dem Wanderparkplatz zu landen. Auch dieser wird euch bekannt vorkommen. Beispielsweise sind wir hier auf dem Rückweg vorbeigekommen, als wir auf der Spur der geheimnisvollen Ruine Hartenstein und der Prinzenhöhle waren. Den eigentlich schönen Rastplatz lassen wir besser auch links liegen, einfach weil mir hier unten der Straßenlärm zu laut ist. So gehen wir lieber schräg gegenüber in den Wald und weiter auf der roten Markierung, diesmal Richtung Klauchau. Zunächst für einen knappen 1,5 Kilometer. Und hier hinten entlang am Thierfelder Bach finde ich es doch viel schöner und ruhiger, zumal es auch Möglichkeiten für Rast und Picknick gibt. Auch wenn es heute Vormittag an den meisten Stellen einfach viel zu kalt ist. Dafür können wir das schöne Hartenstein von hinten bewundern. Und siehe, wir werden für unsere Geduld belohnt und werden doch noch mit einem schönen sonnigen Rastplatz beglückt. Wir haben zwar noch nicht ganz die Hälfte der knapp 16 Kilometer langen Tour erreicht, dennoch ist es Zeit für Mittagessen und die Sonne hier ist zu einladend. Gestärkt gehen wir weiter und statten selbstverständlich dem gegenüberliegenden Reitbrünnel mit dem Goethe zugesagten Spruch noch einen Besuch ab. Doch wir haben ja noch einige Kilometer vor uns und so folgen wir jetzt weiter der Waldstraße mit schönem Blick hoch in den Ort. An dieser kleinen Kreuzung kommt die theoretisch nächste Entscheidung. Ich habe für mich beschlossen, den Thierfelder Bach zu überqueren und nunmehr der sehr angenehmen Wiesenstraße, fast ohne Wiese, noch ein kleines Stück zu folgen. Am nächsten Abzweig, welchen ihr aus unseren früheren Touren bereits ebenfalls kennt, gibt es wieder mehrere Möglichkeiten.
Zum einen könntet ihr ins Bad gehen. Gerade heute eine gute Variante für alle Eisbader. Richtung Schloss kann man auch laufen. Und haben wir ja bereits ausprobiert. Deshalb bleiben wir auf Rot. Wie bereits angesprochen ist die Kirche in Tschoken unser nächstes interessantes Ziel, welches lockt. Nach wenigen Schritten biegen wir dann links auf den Schulberg ab. Zugegeben, wirklich flach ist er nicht, aber dafür auch nicht lang. Zudem wird er mit schönen Häusern regelrecht veredelt. Der Marktplatz, auf welchem wir landen, gehört natürlich zu den Sahneseiten von Hartenstein. Sehr schön finde ich beispielsweise das Denkmal für den Arzt und Tischler Paul Flemming, dessen Wiege der einst hier im sehenswerten Hartenstein stand, und seine damalige Aussage ist heute leider aktueller denn je. Genug diese wunderschönen Gebäude rund um den Marktplatz bewundert, machen wir uns auf zum unangenehmsten Stück, ohne dass es leider selten geht. Ihr seht es, die Rudolf-Breitscheid-Straße wartet auf uns für den nächsten knappen halben Kilometer. Da es jedoch auch hier einige schöne Häuser zu entdecken gibt, kommen wir, ohne dass wir es merken, am Abzweig der Lichtensteiner Straße an, in welche wir auch tatsächlich rechts einbiegen und 200 Meter hochgehen. Zwischendurch finden wir hier sogar eine schöne Stelle für eine neuerliche Rast, wer dessen bedarf. Noch einmal biegen wir diesmal links ab in die Straße des Aufbaus. Wie ihr sehen könnt, auch hier geht es recht gemütlich und stressfrei entlang. Bevor wir erneut auf die nunmehr Zwickauer Straße stoßen, müsst ihr euch entscheiden. Offiziell geht es noch einmal ein Stück an der Straße entlang. Lauft ihr jedoch gleich rechter Hand über den Parkplatz der Feuerwehr, stoßen wir schräg gegenüber auf die Gewerbestraße. Links steht übrigens ein königlich-sächsischer Meilenstein, wie er im offiziellen Sprachgebrauch heißt, welchen ihr nicht verpassen solltet. Satt gesehen gehen wir die paar Schritte zurück in die Gewerbestraße, um links über die Felder abzubiegen. Zugegeben, es ist weder ein offizieller Wanderweg und der Weg ist auch ein bisschen schwierig zu erkennen, aber es sind tatsächlich mehr oder weniger Feldwege und begehbar. Wer sich jedoch nicht sicher fühlt, der kann wie immer die GPS-Daten mittels der Links zu Outdoor Active und Komoot gerne herunterladen. Ihr findet diese wie immer unten in der Beschreibung des Videos. Denn, sagt selbst, diese Wege hier hinten zwischen all den Teichen und der milden, in meinem Empfinden liebreichen Wiesen- und Hügellandschaft sind doch viel, viel angenehmer als oben an der Hauptstraße entlang. An dieser Stelle quasi als PS: Bis zur Eingemeindung nach Hartenstein war Tschoken tatsächlich die größte Gemeinde des Erzgebirges und brachte es auf sagenhafte 7 Kilometer Länge und knapp 17 Quadratkilometer Fläche. Natürlich landen wir am Ortseingang von Tschoken noch einmal kurz an besagter Hauptstraße. Zum Glück gehen wir diese nur wenige Schritte und können nach dem ersten Haus schon wieder rechts in die ruhige Poststraße abzweigen. Und siehe, wir sind sogar wieder auf dem offiziellen Wanderweg, auch wenn die Ausschilderung teilweise auch hier mächtig vom Zahn der Zeit angenagt ist. Am Ende der Poststraße biegen wir ein weiteres Mal links in die Hauptstraße ein, aber keine Sorge, immer wenn ich hier gelaufen bin, war kaum Verkehr. Also können wir gemütlich in Richtung der Kirche, welche ich euch ja schon eine ganze Weile angepriesen habe, laufen. An der ziemlich großen Kreuzung mit der Ortmannsdorfer Straße angekommen, biegen wir nach rechts ab, siehe auch die Markierungen. Anstatt diese idyllische, anmutige Gasse jetzt direkt hochzulaufen, möchte ich euch ermuntern, nach links in den Zieroldweg zu gehen und unbedingt die Kirche zu besuchen. Denn diese hat einiges zu bieten. Nicht nur die alten Glocken, welche 2009 ausgetauscht wurden und vor selbiger ausgestellt sind, sondern seht selbst. Ich war hier oben schon mehrfach und immer musste ich vor verschlossener Tür unverrichteter Dinge wieder abziehen. Aber offensichtlich lacht doch jedem wenigstens einmal das Glück. Und es kam so etwas Ähnliches wie ein Engel, welcher aufschloss und mich einließ. Sagt selbst, ist die Kirche schön? Obendrein hat sie durchaus auch Besonderheiten zu bieten, fällt es euch auf? Ich meine den Standort des Altars.
Der Vorläufer dieser Kirche war nämlich der einst ein alter Wach- und Wehrturm, welchen man ganz einfach angebaut hat. Und so findet sich der Altar genau in dem Überrest des Turms mit seinen gewaltigen Mauern. Habt ihr dann auch noch das Glück und dürft hoch auf den Turm steigen, dann könnt ihr die neuen Glocken bestaunen und bekommt quasi als Zubrot noch einen schönen Ausblick geboten. Also vielen Dank an diesen hilfreichen Engel, welcher mir diese spannenden Gemäuer öffnete. Beeindruckt bin zumindest ich wieder zurück, diesmal den schmalen Fußweg, welcher durch das schöne überdachte Tor nach unten zurück an die Ortmannsdorfer Straße führt. Logisch, dort unten geht's diesmal links hoch, eigentlich völlig idyllisch in diesem halben Hohlweg, um Tschoken zu verlassen. Doch ein trauriges Ereignis der Geschichte schlug sich mir hier dann trotz aller Idylle auf den Magen. Was hier geschah? 1945 wurden auch hier von der SS KZ-Häftlinge auf ihrem Todesmarsch entlang getrieben. Diesen armen und geschundenen Menschen sollte man an dieser Stelle bei aller Idylle nicht nur einen Gedanken widmen. Zum Glück können wir heute den Weg, welcher noch immer mit rotem Strich markiert und Teil der alten Salzstraße ist, mit Genuss gehen. Es warten Bänke zum Ausruhen und um die herrlichen Ausblicke zu genießen. Leider ist heute die Sicht doch nicht ganz optimal. Es ist einfach zu trübe. Aber es geht bei besserer Sicht noch viel, viel besser. Heute bekommt man beispielsweise nur eine Ahnung vom nahen Auersberg, dem höchsten Punkt im westlichen Erzgebirge. Bei guter Fernsicht wird uns das ganze Panorama des westlichen und mittleren Erzgebirges präsentiert. Natürlich kann man hier oben auch das Haar in der Suppe suchen und wer möchte tatsächlich finden. Wir kommen hier oben nämlich der A72 sehr nahe. Und logisch, sie ist nun einmal zu hören. Aber über das Thema Autolärm und Wandern hatten wir uns bereits auf der Suche nach dem Meteoriten von Dreisa ausgetauscht und wiederholen und euch langweilen möchte ich mich hier nicht. Auf dem Höhepunkt des Weges gibt es zwar verschiedene Möglichkeiten, wir wählen natürlich heute den zurück nach Wildenfels und, wie das im Leben zu sein pflegt, nach dem Höhepunkt geht es mächtig den Berg herunter mit uns, aber immerhin der Sonne entgegen und das ist ja zumindest auch etwas. Zudem liegen immer neue und schöne Ausblicke vor uns. Beispielsweise hier erneut in Richtung Reinsdorf, Zwickau. Wenige Meter weiter öffnet sich für uns der Blick auf Hertensdorf mit seiner ebenfalls wundervollen Kirche und natürlich wieder das herrliche Panorama über das Tal der Zwickauer Mulde hinweg ins Erzgebirge. Vor lauter Schauen und Staunen merkt man eigentlich überhaupt nicht, wie langsam unser Ziel Wildenfels wieder in unserem Blickfeld erscheint. Gehen wir also noch die letzten Meter hinunter Richtung Straße. Dabei fiel mir dieses Stromhäuschen angenehm ins Auge. Sicher, es ist Werbung. Sieht für mich aber tausendmal schöner aus als dieses alte Betongrau. Da hat direkt einmal jemand mitgedacht. An der Straße angekommen, wenden wir uns logischerweise jetzt nach rechts. Zum Glück gehen wir diese lediglich 200 Meter, um uns dann an der nächsten Kreuzung geradeaus in die Schulstraße zu retten. Und hier haben wir quasi den Ortskern unserer Stadt der Rose erreicht. Gemütlich laufen wir mit immer wieder neuen, schönen Bildern in die Stadt hinein. Möglichkeiten zum Absteigen an unserem Parkplatz gibt's etliche. Ich bin noch bis zum Schloss gegangen und dann den Fußweg abwärts. Wählt, was euch selbst am liebsten ist. Und so gehen wir noch hinunter in Richtung Parkschenke.